Die Firma TalkTools ist ein Dienstleister für komplexe technische Lösungen für Menschen mit Behinderung. Verschiedenste Aufgabenbereiche fallen bei uns an und das sind Lösungen im Bereich von Kommunikationshilfen, Umfeldsteuerung, Computereingabe, Rollstühle mit Sondersteuerung und Robotik. Und an der Begriffsfolge merkt man schon, das sind schon technische Bereiche, die natürlich mit Sanitätshäusern, was wir sind ein Sanitätshaus, aber eigentlich nicht so richtig was zu tun hat. Und deswegen sind wir eigentlich ein Anbieter, der Leistungen von Sanitätshäusern ergänzt, da wo denen Grenzen gesetzt sind. Mein Name ist Marita Hotig. Ich arbeite hier in dem Unternehmen im Innendienst. Wir sind hier ein Unternehmen, wo wir Hand in Hand arbeiten, wo wir letztendlich immer versuchen, auf der Seite des Patienten zu stehen und zu helfen, wo wir können. Mein Name ist Thomas Köppe. Ich arbeite als Medizinprodukteberater für den Bereich Elektrorollstühle und Sondersteuerung. Wir befinden uns hier in der Werkstatt in Mülheim an der Ruhr. Und hier in der Werkstatt werden halt Rollstühle repariert und auch zugerüstet, die dann vom Umfang her so groß sind, dass wir es vor Ort beim Kunden auch nicht mehr machen können. Die Hilfsmittel sind natürlich für unsere Kunden extrem wichtig, denn nur in Verbindung mit diesen Hilfsmitteln sind sie in der Lage, sich eigenständig im Haus oder auch im Außenbereich fortzubewegen oder sich auch eigenständig zu lagern über Tag. Und wenn dieses Hilfsmittel ausfällt, aus welchem Grund auch immer, dann sind diese Möglichkeiten gleich null, heißt in aller Regel ab ins Pflegebett und nichts geht mehr. Und von daher ist es für uns natürlich immer oberstes Ziel, hier schnell zu helfen, Reparaturen vor Ort durchzuführen. Und wenn es absehbar nicht anders möglich ist, dann holen wir die Hilfsmittel natürlich möglichst schnell ab, wie jetzt hier im Beispiel bei dem Stuhl hinter mir, gestern geholt, heute repariert, morgen früh steht er wieder beim Kunden. Und in der Zwischenzeit haben wir diesem Kunden auch mit einer Leihversorgung ausgeholfen, die natürlich nicht so umfangreich die Möglichkeiten bietet, aber immerhin, er muss nicht im Pflegebett liegen. Mein Name ist Hilke Kittmann. Ich komme aus Hamburg und bin dort als Logopädin und Hilfsmittelberaterin tätig und arbeite im Außendienst. Das heißt, ich arbeite direkt mit den Kunden zusammen, fahre zu denen nach Hause und zeige denen dann persönlich die Geräte, probiere Sachen mit denen aus und finde mit denen zusammen die entsprechende Versorgung. Wir fahren jetzt zu Leonie, das ist eine langjährige Kundin von uns. Ich bin zum ersten Mal bei ihr. Leonie wurde vor einigen Jahren schon von uns im Rolli-Bereich versorgt und hatte auch eine Zeit lang Schwierigkeiten, verbal zu kommunizieren. Deswegen hatte sie auch eine Kommunikationshilfe, die ich mir auch gleich zusammen mit ihr angucken werde. Sie ist jetzt zum Glück in der Lage, wieder zu sprechen, allerdings wohl noch ein bisschen leise, und ich werde mit ihr zusammen gucken, ob wir für den Schulalltag, wo natürlich häufig auch laute Geräusche sind und ihre Stimme da vielleicht so ein bisschen untergehen könnte, ob wir dafür nochmal ein paar Anpassungen machen können oder nochmal überlegen, ob sie weitere Hilfsmittel benötigt. Ich brauchte einen Rollstuhl, weil ich ganz viele Beinbrüche hatte und dann nicht mehr laufen konnte. Und dadurch haben wir halt Sebastian und hatte auch TalkTools getroffen, also sind darauf gestoßen. Und dann sind wir so quasi Freunde geworden. Dass wenn wir halt was brauchen, dass sie dann so nicht als Kunden, sondern eher als Freunde so helfen. Ich habe von TalkTools auch das iPad hier bekommen, damit ich auch sprechen kann, wo ich es nicht konnte. Und das hat mir auch sehr geholfen, weil ich ja eigentlich sehr schwer krank war. Und das hat mir wirklich geholfen, weil die anderen konnten mich dann immer nicht verstehen.
Mein Name ist Andreas Müller. Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren bei der Firma Talktools beschäftigt im Außendienst und mein wesentlicher Aspekt in der Arbeit besteht darin, den Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre Umfeldsteuerung selber bedienen zu können. Unsere Patienten sind in der Regel motorisch eingeschränkt, das heißt, es gibt keine Handfunktion und die Sprache ist eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden. Trotzdem möchten diese Menschen natürlich ihr Umfeld eigenständig bedienen können. Das heißt, wir können dem Patienten dabei helfen, seine medialen Geräte zu bedienen, sein Bett zu verstellen, Jalousien und andere elektrische Geräte zu bedienen, ein Telefon zu bedienen. Und das passiert dann jeweils über Geräte, die wir zur Verfügung stellen, sei es Kommunikationsgeräte, wenn der Patient eben nicht mehr sprechen kann. Diese können dann eben auch zur Umfeldsteuerung genutzt werden, sei es über einen Rollstuhl, den der Patient braucht. Dort könnte er auch entsprechende Komponenten ansteuern oder zum Beispiel über eine Sprachbedienung, damit er, wenn die Handfunktion eingeschränkt ist, alle Komponenten im Haus bedienen kann, die er bisher mit der Hand bedient hatte. Dazu machen wir immer einen Termin vor Ort, schauen uns das häusliche Umfeld an, in welchem der Patient lebt, wie sind die entsprechenden Einrichtungen, was ist schon vorhanden und stellen eine Lösung vor und setzen die dann auch um, mit der der Patient eben diese Komponenten bedienen kann. Technisch gibt es hierzu eigentlich fast keine Einschränkung. Wir können alles über Infrarot- oder Funksteuerung so ansteuern, dass alles so funktioniert, wie der Patient das wünscht und er eine größtenteils eigenständige Lebensführung dann mit seinen Einschränkungen noch genießen kann. Ich bin Enrico Scholz, ich bin seit etwa 2 Jahren bei Talktools und zuständig für den Bereich Forschung und Entwicklung. Das heißt, ich beobachte den Markt, ob neue technologische Ergebnisse dort platziert werden, die für unser Kundenklientel eingesetzt werden können. Wir arbeiten mit verschiedenen Robotikherstellern in Deutschland zusammen und meine Aufgabe besteht darin, die sensorischen Komponenten von Talktools mit dem jeweiligen Roboterarm zu verbinden und diesen auf seine Funktion hin zu testen. So schaue ich mir beispielsweise ein Augensteuerungssystem oder ein Kopfsteuerungssystem genau an, verbinde das mit dem Roboterarm und teste dann ausgiebig die Funktionen des Armes, um zu erkennen, ob die Patienten mit den entsprechenden motorischen Einschränkungen dieses Gesamtsystem auch nutzen können und von dem Hilfsmittel als solches dann auch profitieren können.